Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum kostenlosen PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Mia, wie geht es dir heute? Hallo Liam, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich darüber sprechen, was wir nach dem Aufstehen machen. Möchtest du deine Morgenroutine teilen? Ja, gerne. Ich denke, Morgenroutinen sind sehr wichtig. Sie helfen mir, meinen Tag mit Energie zu beginnen. Super. Ich werde dir ein paar Fragen zu deiner Morgenroutine stellen. Ist das in Ordnung? Natürlich, Liam. Ich freue mich, meine Routine mit dir zu teilen. Mia, um wie viel Uhr stehst du normalerweise morgens auf? Ich stehe jeden Tag um 6:30 Uhr auf. Ich mag es, ein wenig Ruhezeit zu haben, bevor ich in den Tag starte. Und wie ist es bei dir, Liam? Ich stehe um 7 Uhr auf. Manchmal wünschte ich, ich könnte früher aufstehen, aber 7 Uhr passt mir gut. Das ist auch eine gute Zeit. Wenn ich aufwache, schalte ich zuerst meinen Wecker aus und sitze ein paar Minuten auf meinem Bett. Ich atme tief durch und denke über meinen Tag nach. Ich mache etwas Ähnliches. Ich sitze auch einen Moment und dehne mich ein wenig. Das hilft mir, wach zu werden. Dehnen ist sehr wichtig. Danach gehe ich ins Bad, um mein Gesicht zu waschen und mir die Zähne zu putzen. Was machst du als nächstes, Liam? Ich gehe auch ins Bad. Ich wasche mein Gesicht, putze mir die Zähne und kämme mir dann die Haare. Ich mag es, ordentlich auszusehen, bevor ich in den Tag starte. Ja, da stimme ich zu. Ordentlich auszusehen lässt mich gut fühlen. Nach dem Waschen gehe ich normalerweise in die Küche. Ich gehe auch in die Küche. Frühstückst du zu Hause? Ja, ich frühstücke immer zu Hause. Ich denke, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ich habe normalerweise Toast mit Butter und manchmal ein gekochtes Ei. Das klingt gut. Ich esse gerne Müsli mit Milch und ein Stück Obst wie einen Apfel oder eine Banane. Manchmal trinke ich auch ein Glas Orangensaft. Ich mag Orangensaft auch. Manchmal mische ich ihn mit Wasser, wenn er zu stark ist. Nach dem Frühstück, was machst du dann? Ich lese gerne ein wenig Nachrichten auf meinem Handy oder prüfe meine Nachrichten. Das hilft mir zu wissen, was in der Welt passiert. Das mache ich auch. Ich verbringe ein paar Minuten in den sozialen Medien und checke dann meine E-Mails. Ich versuche aber nicht so viel Zeit am Handy zu verbringen. Ja, es ist gut, die Bildschirmzeit am Morgen zu begrenzen. Ich höre auch gerne Musik, während ich mich auf den Tag vorbereite. Das macht mich glücklich. Ich liebe Musik am Morgen. Manchmal spiele ich ein kurzes Lied oder zwei. Das weckt mich wirklich auf. Nachdem ich meine Nachrichten gecheckt und Musik gehört habe, plane ich meinen Tag. Ich schaue in meinen Kalender und erinnere mich an meine Aufgaben. Ich plane auch meinen Tag. Ich schreibe eine kleine To-Do-Liste. Ich mag es zu wissen, was ich zu tun habe, damit ich nichts vergesse. Das ist eine gute Gewohnheit. Manchmal benutze ich eine App auf meinem Handy, um meine Aufgaben zu planen. Das hilft mir, organisiert zu bleiben. Ich ziehe es vor, meine Liste auf Papier zu schreiben. Das macht mich ruhiger. Nach dem Planen ziehst du dich dann an? Ja, das tue ich. Ich gehe in mein Zimmer und wähle meine Kleidung aus. Ich mag es, ein sauberes Hemd und bequeme Hosen zu tragen. Ich trage auch gerne bequeme Kleidung. Ich wähle normalerweise ein einfaches Kleid oder ein Oberteil mit Jeans.
Ich mag helle Farben am Morgen. Helle Farben sind schön. Sie lassen mich frisch fühlen. Manchmal schaue ich auch nach dem Wetter, bevor ich meine Kleidung auswähle. Das mache ich auch. Ich schaue aus dem Fenster oder prüfe eine Wetter-App. Das hilft mir zu entscheiden, ob ich eine Jacke brauche oder nicht. Was machst du als nächstes, nachdem du dich angezogen hast, Mia? Manchmal mache ich ein wenig Sport. Ich dehne meine Arme und Beine und manchmal gehe ich ein wenig im Haus umher. Das ist eine gute Idee. Ich mache gerne ein paar einfache Übungen wie Hampelmänner oder einen kurzen Spaziergang in meinem Garten. Das hilft mir, wacher zu werden. Ja, ein wenig Bewegung am Morgen macht einen großen Unterschied. Ich fühle mich energiegeladener, wenn ich mich bewege. Nach dem Sport nehme ich normalerweise meine Tasche und prüfe, ob ich alles habe, was ich für den Tag brauche. Ich kontrolliere meine Schlüssel, mein Handy und meine Geldbörse. Das mache ich auch. Ich überprüfe immer meine Tasche, bevor ich das Haus verlasse. Ich stelle auch sicher, dass ich mein Mittagessen dabei habe, falls ich eines eingepackt habe. Das ist sehr wichtig. Manchmal vergesse ich mein Mittagessen, also kontrolliere ich immer zweimal. Ich verstehe. Ich habe einmal meine Wasserflasche vergessen und das hat mich den ganzen Tag unruhig gemacht. Ich mag dieses Gefühl nicht. Meine Sachen zu überprüfen hilft mir, den Tag mit einem klaren Kopf zu beginnen. Liam, gehst du nach deiner Morgenroutine zur Arbeit oder zur Schule? Ja, ich gehe zur Arbeit. Ich nehme den Bus zu meinem Büro. Und du, Mia? Ich gehe zur Hochschule. Ich nehme einen Zug zu meinen Vorlesungen. Meine Morgenroutine hilft mir, ruhig zu bleiben, bevor ich reise. Mir geht es ähnlich. Ich verlasse das Haus jeden Tag zur gleichen Zeit. Das macht meinen Tag organisierter. Um wie viel Uhr verlässt du dein Haus, Liam? Ich verlasse mein Haus um 7:30 Uhr, damit ich um 8 Uhr bei der Arbeit bin. Ich gehe um 7 Uhr, 15 Uhr, um den Zug zu bekommen. Ich mag es, ein wenig früher anzukommen, damit ich mich vor meinen Vorlesungen entspannen kann. Das ist ein guter Plan. Manchmal lese ich ein Buch im Bus, um die Zeit zu vertreiben. Ich lese auch gerne. Ich lese normalerweise eine Kurzgeschichte oder einige interessante Artikel auf meinem Handy. Lesen lässt die Reisezeit schnell vergehen. Ja, das tut es. Ich genieße meine Morgenroutine sehr. Sie hilft mir, den Tag mit einem Lächeln zu beginnen. Ich fühle mich genauso, Mia. Eine gute Morgenroutine macht mich produktiver und glücklicher. Hast du Tipps für eine bessere Morgenroutine, Liam? Ich denke, es ist wichtig, jeden Tag zur gleichen Zeit aufzuwachen. Das hilft deinem Körper, sich an einen Rhythmus zu gewöhnen. Da stimme ich zu. Ich stelle meinen Wecker auch ein wenig früher, damit ich Zeit zum Entspannen habe. Das ist eine gute Idee. Manchmal stelle ich meinen Wecker 10 Minuten früher, nur um mich zu dehnen und zu atmen. Ich plane auch gerne meinen Tag. Eine To-Do-Liste zu schreiben, lässt mich organisiert fühlen. Ja, Planung ist sehr hilfreich. Ich versuche meine Liste nach dem Frühstück zu überprüfen, um mich an meine Aufgaben zu erinnern. Und isst du ein gesundes Frühstück? Ja, ich versuche immer etwas Gesundes zu essen. Ich wähle Vollkornbrot, Früchte und manchmal Joghurt. Das ist sehr gut. Ich versuche auch, ein ausgewogenes Frühstück zu essen. Es gibt mir Energie für den Tag. Wasser trinken ist auch wichtig. Ich trinke immer ein Glas Wasser, nachdem ich aufgestanden bin. Das mache ich auch. Es hilft mir, frisch und wach zu fühlen. Mia, möchtest du eines Tages deine Morgenroutine mit mir teilen? Ja, das würde ich lieben.
Vielleicht kannst du eines Morgens zu mir kommen und sehen, wie ich mich auf den Tag vorbereite. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich würde gerne neue Dinge aus deiner Routine lernen. Und du kannst mir deine Übungen zeigen. Ich möchte ein paar neue Dehnübungen ausprobieren. Ich würde mich freuen, dir das zu zeigen. Wir können sogar einen kurzen Spaziergang zusammen planen. Das wäre sehr schön. Ich denke, wir können viel aus den Routinen des anderen lernen. Ja, da stimme ich zu. Unsere Routinen zu teilen, kann uns helfen, uns zu verbessern und energiegeladener zu fühlen. Ich bin froh, dass wir heute über unsere Morgenroutinen gesprochen haben. Es ist interessant zu sehen, wie wir unseren Tag beginnen. Ich bin auch glücklich, Mia. Ich habe gelernt, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben, wie früh aufzustehen und ein gesundes Frühstück zu essen. Ja, und wir beide planen unseren Tag und bewegen uns ein wenig. Ich fühle, dass eine gute Morgenroutine der Schlüssel zu einem erfolgreichen Tag ist. Ich fühle es genauso. Wenn ich meiner Routine folge, bin ich produktiver und weniger gestresst. Ich werde versuchen, deinen Tipps zu folgen, Liam. Vielleicht kann ich manchmal ein wenig früher aufstehen. Und ich werde versuchen, mich mehr zu dehnen und morgens mehr Wasser zu trinken. Wir können beide unsere Routinen verbessern. Ja, lass uns gegenseitig helfen, jeden Tag besser zu werden. Danke, dass du deine Morgenroutine mit mir geteilt hast, Mia. Ich habe unser Gespräch genossen. Danke, Liam. Ich habe es auch genossen. Ich lerne immer etwas Neues, wenn wir reden. Ich hoffe, unsere Freunde werden auch versuchen, ihre Morgenroutinen zu verbessern. Es kann einen großen Unterschied in ihrem Tag machen. Da stimme ich zu. Eine kleine Veränderung am Morgen kann zu einem großartigen Tag führen. Ich werde meiner Familie von unserer Routine erzählen. Vielleicht versuchen sie einige unserer Tipps. Das ist eine gute Idee. Ich werde es auch meinen Klassenkameraden erzählen. Vielleicht können wir eines Tages alle gemeinsam ein gesundes Frühstück planen. Das wäre lustig. Ich freue mich auf mehr Gespräche wie dieses. Ich auch, Liam. Lass uns bald wieder treffen, um weitere Ideen auszutauschen. Ja, lass uns unser nächstes Gespräch planen. Vielleicht können wir darüber reden, was wir bei der Arbeit und in der Schule tun. Das ist ein großartiges Thema. Ich freue mich darauf, unser nächstes Treffen zu planen. Danke nochmals, Mia. Ich wünsche dir einen großartigen Tag heute. Danke, Liam. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag bei der Arbeit. Auf Wiedersehen für jetzt. Auf Wiedersehen, Mia. Bis bald. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Gespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.